Heute geht es um den planetarischen Nebel NGC 6891, wurde erstmals von dem Astronomen Ralph Copeland entdeckt. Das Hubble-Weltraumteleskop hat jetzt ein neues Bild davon geschossen. Es gibt dieses echte Bild, das zeige ich hier in diesem Video. Bleibt dran und seid gespannt. Der planetarische Nebel NGC 6891 ist von unserer Milchstraße 7200 Lichtjahre entfernt. Hier handelt es sich also nicht um eine Galaxie, sondern um einen Nebel, der aus einer Hülle aus Gas und Plasma besteht, und wenn ein Stern am Ende seiner Entwicklung ist, dann stößt er dieses Gas und Plasma von sich. Obwohl es also planetarischer Nebel heißt, geht es nicht um Planeten, sondern um einen Stern, der am Ende seiner Laufzeit ist und sich in der Mitte dieses Nebels befindet. Hubble, das Weltraumteleskop, hat ein Foto davon geschossen. In der Mitte befindet sich also dieser weiße Zwerg, dieser kleine Stern, der sich am Ende seiner Laufzeit befindet und diese Gase und das Plasma eben ausströmt, und dadurch formt sich eben dieser Nebel mit seiner einzigartigen Struktur und dieser Farbe. Diese Struktur hat sich also innerhalb von mehreren von Tausenden von Jahren gebildet und verweist auf mehrere Ausbruchzyklen hin. So, jetzt kann es aber auch sein, dass dieser weiße Zwerg mehrere Planeten hatte oder vielleicht immer noch besitzt. In welchem Zustand die natürlich sind, das kann man jetzt nicht sagen. Es kann hier aber auch durchaus sein, dass es in unmittelbarer Umgebung auch mehrere Sterne gibt. Vielleicht ist es auch ein 2-Sternen- oder sogar ein 3-Sternensystem. Und wer weiß, vielleicht gab es hier auch einen schönen, einzigartigen Planeten. Vielleicht gab es hier sogar mal Leben in Form von Einzeller, in Form von Bakterien oder vielleicht sogar Algen im Meerwasser, wenn es denn überhaupt Wasser dort gab. Es könnte durchaus wahrscheinlich sein. Dieser Nebel ist allerdings, wie gesagt, 7200 Lichtjahre entfernt. Wir werden es also nicht so schnell dorthin schaffen, zumindest nicht wir in menschlicher Form, aber es könnte durchaus sein, dass wir mal eine Sonde dahin schießen könnten und uns diese Sache mal genauer anzuschauen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Planeten bewohnt sind, denn der weiße Zwerg, der stößt eben dieses Plasma und Gase aus, und vielleicht war es ja vorher mal ein roter Riese, der sich eben zu diesem weißen Zwerg nun so geformt hat. Wobei ein weißer Zwerg noch mehrere Milliarden Jahre lang noch leben kann. Wer sich mehr über den Lebenszyklus eines Sterns bzw. im Spezialfall unserer Sonne interessiert, der kann sich auch mein anderes Video noch anschauen dazu. Damit dieses Video nicht allzu kurz ist, schauen wir uns noch die Bilder von anderen Nebeln an. Zum Beispiel haben wir hier diesen Butterfly-Nebel, der wurde ebenfalls von dem Hubble-Teleskop aufgenommen, und zwar ist das die NGC 6302. Auch hier haben wir wieder im Zentrum einen sehr heißen Stern. Dieses Bild finde ich fast noch ein bisschen schöner, imposanter. Den nächsten Nebel, NGC 7293, den nennt man den Helix-Nebel, und der ist sogar sehr bekannt, den haben einige wahrscheinlich von euch sogar schon mal gesehen. Und zwar sagen viele sogar auch, wird vielleicht eines Tages unsere Sonne in so einem Nebel enden, beziehungsweise ihren Lebenszyklus, den Ende des Lebenszyklus antreten. Wie gesagt, ihr könnt auch das andere Video von mir anschauen dazu. Ich würde jedenfalls sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, genießt eure Zeit auf der Erde, genießt die Natur, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!